Hallo! Ganz Österreich redet seit Wochen davon, was für ein appetitliches Festmahl diese türkisgrüne ökosoziale Steuerreform ist. Wir werden uns deswegen anschauen, wie wir das in unserer eigenen Küche ganz einfach nachmachen können. Dazu brauchen wir erstmal die richtige Kleidung, um uns in Stimmung zu versetzen. Außerdem brauchen wir noch eine Schürze gegen das Anpatzen und eine Haube, damit die Frisur schön sitzt. So, es kann losgehen. Alle Zutaten, die wir brauchen, habe ich schon hergerichtet. Die Abschaffung klimaschädlicher Steuerprivilegien wie dem Dienstwagenprivileg, dem Dieselprivileg und der Steuerausnahme für Kerosin, direkte Regulierung von klimaschädlichen Praktiken und Produkten, die Schließung von Steuerlücken und umverteilende Maßnahmen wie die Vermögensteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer und die Erhöhung sozialer Beihilfen. Brauchen wir nicht. Keine Sorge, bei dieser Version der ökosozialen Steuerreform wissen wir, für wen wir Politik machen. Also los, genug geredet, gehen wir es an. Zuerst brauchen wir eine gute Grundlage und die Grundlage einer jeden rechtskonservativen Politik sind Geschenke für Superreiche und Großkonzerne. Für unser Rezept nehmen wir die Senkung der Körperschaftssteuer, also der Steuer, die Unternehmen auf ihre Gewinne entrichten sollten. Jetzt könnte man meinen, gibt es in Österreich überhaupt noch genug Senkung der Körperschaftssteuer? Diese Steuer ist doch schon seit den 70er Jahren von den damals 55% auf die jetzigen 25% mehr als halbiert worden. Unternehmen tragen schon jetzt nur mehr einen Bruchteil des Steueraufkommens im Land bei. Die Antwort ist, natürlich gibt es noch mehr als genug Senkung der Körperschaftssteuer. Und für unser Rezept brauchen wir richtig viel davon. Um 2% werden wir die Körperschaftssteuer senken. Das wird jährlich 800 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt nehmen und Unternehmen zuschieben. Das Großartige an der Senkung der Körperschaftssteuer ist, sie ist besonders treffsicher. 3/4 der Steuersenkung gehen an nur 2% der Unternehmen, an die größten und reichsten Konzerne. Also braucht man keine Sorge haben, dass was daneben geht und aus Versehen irgendein Simmeringer Würstelstand gefördert wird. Als nächstes werden wir dem Ganzen einen grünen Anstrich verleihen. Aber keine Angst. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir brauchen für dieses Rezept keine weitgehenden und radikalen Maßnahmen, wie sie von der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft schon seit Jahrzehnten gefordert werden, um die Klimaerhitzung aufzuhalten. Stattdessen verlassen wir uns auf eine Marktlösung, nämlich die CO2-Steuer. Ganz recht, statt die Wirtschaft zu transformieren und die bisherigen Profiteure der fossilen Klimakillerindustrien dafür zahlen zu lassen, werden wir einfach eine neue Konsumsteuer einführen. Wenn Leute genug für Benzin, Gas und Heizung zahlen, dann wird es der Markt schon regeln. Aber Moment mal, werden jetzt einige sagen. Bin ich als Unternehmer nicht auch betroffen? Wenn ich es als Unternehmen aus irgendeinem Grund nicht schaffe, die Kosten der CO2-Steuer vollständig an die Konsumentinnen weiterzuschieben, oder wenn meine Produktion einfach sehr emissionsintensiv ist, dann brauche ich mir trotzdem keine Sorgen zu machen. Hier kommen nämlich die Förderungen ins Spiel. Bei diesem Rezept ist nämlich eine Härtefallregelung vorgesehen und sogenannte Carbon Leakage Maßnahmen. Das heißt, Unternehmen, die so emissionsintensiv sind, dass es für sie trotz der völlig konsumseitigen Natur dieses wackeligen Steuerungsversuchs ein kleines bisschen unangenehm werden könnte, bekommen zusätzliche Steuergelder zugeschoben. Die Branchen, die außerdem dem Emissionshandelsprogramm unterliegen, sind sowieso von der CO2-Steuer ausgenommen. Und beim Emissionshandel hat sich wirklich noch nie jemand beschwert. Und was ist mit der Landwirtschaft? Einer der Branchen, die für die meisten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist? Für die ist natürlich auch etwas dabei. Das neue Agrardieselprivileg. Wir schauen auf unsere Großbauern. Außerdem gibt es Förderungen für den Tausch alter Öl- und Gasheizungen. Das heißt, das Heizen mit Öl oder Gas
wird jetzt teurer. Aber der Staat unterstützt mich dabei, wenn ich auf eine bessere Heizform umsatteln möchte mit meinem Haus oder meiner Villa oder meinem Betrieb oder meiner Kirche. Menschen, die auf Miete wohnen und nicht selber über den Tausch ihres Heizungssystems entscheiden können, sind hier nicht berücksichtigt. Aber diese Leute sollen sich halt einfach ein Haus kaufen. Das ist ohnehin die beste Altersvorsorge. So, die Förderungen sind jetzt einmal drinnen. Trotzdem nehmen wir von der CO2-Steuer jetzt ja nicht zu viel. Bei einem Einstiegssteuersatz von 30 € pro Tonne CO2 sprechen Klimaschützerinnen und Wissenschaftlerinnen von so gut wie keinem Lenkungseffekt für das Klima. Aber man kann halt auch nicht alles haben. So, den ökologischen Teil haben wir damit abgehandelt. Aber damit wir das Ganze auch sozial nennen können, kommt jetzt der Klimabonus ins Spiel. Die CO2-Steuer ist als Konsumsteuer nämlich regressiv. Das heißt, Haushalte mit einem geringem Einkommen, die anteilsmäßig mehr für Konsum ausgeben und relativ gesehen weniger sparen können, sind besonders von ihr betroffen. Gutmenschen und Weltverbessererinnen nennen das unsozial. Als Ausgleich gibt es mit dem Klimabonus eine Gutschrift aufs Haushaltskonto. Die ist gestaffelt zwischen 100 und 200 €, je nachdem, wie schlecht die Anbindung im jeweiligen Wohnort ist. Das klingt jetzt vielleicht komisch, ist aber so, und außerdem erlaubt es uns, die Wienerinnen und Wiener dafür zu bestrafen, dass sie so ein gutes Öffinetz haben. Scheiß Wien! Jetzt könnte man aber meinen, Moment, ist damit der Ökobonus nicht trotzdem eine progressiv wirkende soziale Maßnahme, von der Haushalte mit geringem Einkommen relativ gesehen mehr haben? Die Antwort ist ja. Aber keine Sorge, es fehlt noch was. In unser Rezept kommt noch eine ordentliche Portion Steuergeschenke für Gutverdienerinnen. Fangen wir an mit der Ausweitung des Familienbonus. Diesen lachenden Knaben auf der Packung kann man sich wie den neuen Arbeitslaptop mit einem gewissen Betrag quasi von der Steuer abschreiben. Davon haben vor allem gut verdienende Väter etwas. Und ganz ähnlich verhält es sich mit der Senkung der Lohnsteuer in der 2. und 3. Tarifstufe. Die bringt nämlich vor allem denen was, die schon richtig gut verdienen. Zum Vergleich, jemand, der ein Bruttomonatseinkommen von 2.100 € hat, der hat am Ende des Jahres gerade mal 140 € mehr davon. Aber ein mittlerer Manager mit einem Monatseinkommen von brutto 6.000 €, der kann sich am Ende des Jahres über 1.200 € mehr freuen. Und wer so wenig verdient, dass er oder sie gar nicht erst in die 2. Tarifstufe reinkommt, braucht auch nicht entlastet werden. So, rein damit? Ja, das schaut schon richtig appetitlich aus. Damit die Geringverdienerinnen nicht herumweinen können, dass sie nichts von dieser Steuerreform haben, kommt jetzt noch was besonders Feines hinein. Eine Senkung der Krankenkassenbeiträge. In Österreich sind nämlich alle, die mehr als geringfügig arbeiten, auch krankenversichert und zahlen in die Krankenversicherung ein. Daher können wir behaupten, dass auch alle was davon haben werden. In der Krankenkasse bleiben deswegen freilich weniger Mittel. Weniger Mittel in der Krankenkasse bedeutet schlechtere und weniger Leistungen. Und das bringt uns jedes Mal einen Schritt näher in Richtung eines privat finanzierten Gesundheitssystems wie in den USA, wo sich die Patientinnen hoch verschulden, um sich um $16.000 im Jahr ihre lebensrettenden Diabetes-Medikationen leisten zu können. Das ist aber natürlich nicht das, worauf wir es abzielen. Nein, wir werden der Krankenkasse ihre entgangenen Beiträge mit Steuergeld ersetzen. Das ist zwar natürlich ein Eingriff in die Selbstverwaltung und Unabhängigkeit der Versicherung, aber wir versprechen hoch und heilig, dass wir das auch in Zukunft immer ausgleichen werden. Nämlich nicht nur diesmal, sondern immer. Auch in Zukunft. Egal was passiert. Versprochen. Das schaut ja schon richtig gut aus. Aber jetzt noch nicht naschen. Das Ganze muss erstmal im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Hitze 1 bis 2 Stunden lang backen.
Das Ganze werden wir jetzt gleichmäßig auf dem Backblech verteilen. Genau so. Ja. Wie das schon duftet. So, und während wir jetzt warten, haben wir ein bisschen Zeit, uns zurückzulehnen, unsere Chatverläufe am Handy zu löschen oder den Schredder eine Runde anzuwerfen. Jawohl, das schaut schon richtig gut aus. Fertig ist die sozioökologische Steuerreform nach Türkisgrün. Und wie das duftet. Und das Beste ist, diese Steuerreform ist auch gut für die schlanke Linie, also den schlanken Staat meine ich, weil durch die kleine CO2-Steuer kommt längst nicht so viel herein, wie an Steuergeschenken für Reiche und Konzerne rausgeworfen wird. Und für rechtskonservative Politiker ist das Steuergeschenk von heute die Sozialkürzung von morgen. Bald können wir wieder sagen, oh je, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und müssen sparen, sparen, sparen. Soziale Beihilfen, Investitionen in Forschung und die Entwicklung klimafreundlicher Infrastruktur, Mittel für das Gesundheitssystem, Universitäten, Schulen und Kindergärten. Von diesem ungesunden Ballast können wir uns dann endlich wieder ein Stück weit befreien. Und bis dahin, guten Appetit! Ah ja, und wenn euch dieses Rezept bereichert hat, dann zögert nicht, es an eure Freunde zu schicken, es zu teilen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Zutaten ihr so für eure ökosozialen Steuerreformen verwendet und drückt auf YouTube den Abonnieren-Button, weil dann bekommt ihr gleich mit, wenn es wieder ein Video gibt.